uns in die Magiesee. Wir tauchen ein in die Spielewelt. Wer uns schafft, kein Moment vergeht. Die Gang Community, unsere Bande eint. Ja, Hallöchen und herzlich willkommen, frisch von der schönsten Insel der Welt, aus Zypern, Peru Place. Ich bin der Peru, Hallöchen mal wieder. Ja Leute, das Wochenende steht vor der Tür und der Arbeitspulli sitzt leider immer noch eng. Ich muss auch auf dieses Wochenende so ein bisschen ran. Deshalb, dieses Wochenende leider ein bisschen mehr aus der Konserve als live, aber ändert sich auch wieder. Wir sind zurück in Chips at Sea, wenn euch wundert, warum das schon wieder. Ja, weil ich will jetzt endlich mal hier irgendwie vorankommen. Und ich brauche jetzt auch gerade so ein bisschen was, ja, um ein bisschen Stress loszuwerden. Dafür ist das Spiel richtig schön, ne? Weil Stress muss man sich hier jetzt nicht unbedingt machen. So, Freunde, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da. Ne? Also Daumen hoch, Glocke läuten, abonnieren. Das gilt natürlich auch genauso für meine Partnerkanäle, die ich sehr liebe und auch hier verlinkt habe, natürlich auch bei den Kollegen. Könnt ihr und sollt ihr auch gerne ein bisschen lieben lassen. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Guti, Freunde, es gibt Neuigkeiten. Ihr seht das wahrscheinlich hier schon. Ja, endlich, nach langer Zeit haben wir hier endlich unser erstes Tier 2 Schiff liegen, nämlich die Jan Fedder 2. Das ist ein Cargoschiff der Klasse 2, das wir heute das erste Mal fahren werden. Und also eins kann ich schon mal voraussagen, das ist nicht so wirklich hochseetauglich. Also auf jeden Fall sollte man da wahrscheinlich ein paar Sachen berücksichtigen, was ich bei meiner ersten Ausfahrt vergessen hatte oder eben halt nicht gemacht habe. Und folglich nach der Hälfte der Strecke trieb ich Kiel oben übers Meer. Das Elend wollte ich euch ersparen. Das machen wir jetzt hier erstmal so die ein oder andere Kurzstrecke, um hier voranzukommen. Da würde ich sagen, krallen wir uns jetzt mal den einen oder anderen Auftrag. Wir sind gerade, wie ihr seht, in Vedoya. Und schauen wir mal, was wir da haben an mittleren Waren. Beziehungsweise ich möchte auch gerne eigentlich mal versuchen, falls sowas da ist, ob wir eventuell auch große Ware verladen können. Also mit dem mittleren hat das ja beim kleinen Schiff auch gepasst, ne? Geht das eventuell mit dem mittleren Schiff auch mit einem großen Gutstück, sage ich jetzt mal. Wir werden es hier jetzt nicht rausfinden, weil ich sehe gerade, wir haben hier nur mittlere Güter. Das ist aber auch völlig okay. Wir haben hier jetzt 3 mittlere Güter nach Stavoja. Haben wir sonst noch was für Stavoja? Lass uns mal kurz schauen. Nee. Aber das reicht ja auch. Das reicht jetzt erstmal. Wir nehmen erstmal 3 mittlere hier nach Stavoja. Ist ja jetzt auch erstmal, damit ihr euch ein Bild von dem Schiff machen könnt. Und das werden wir uns natürlich jetzt auch ein bisschen näher angucken. Ist natürlich jetzt kein Riese, ne? Aber doch schon deutlich größer, vor allen Dingen von der Ladefläche. Schauen wir uns mal genau an hier. Also ich nehme mal an, das Schwarze hier wird die Ladefläche sein. Das Besondere hier natürlich ist, dass wir eine Frontladefläche haben. Also wir sitzen vor der Ladung jetzt und nicht umgekehrt. Das heißt, die werden wir während der Fahrt, Entschuldigung, Frosch im Hals, während der Fahrt immer gut im Blick haben. Ne? Also ich denke mal, das Schwarze hier wird die Ladefläche sein. Wir haben jetzt keine zusätzlichen Kabinen, aber der Führerstand, die Fahrerkabine ist dann doch deutlich größer geworden. Ihr seht auch, wir haben hier 2 Ein- und Ausgänge. Wir haben hier ein bisschen Zubehör. Was ich interessant finde hier, das habe ich die Zubehör entdeckt, wir können hier die Spannung kontrollieren. Spannung okay. Und wir können hier die Sicherungstür öffnen. Finde ich interessant. Also ich denke mal, ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon im Early Access so ist, weil ich sehe hier, Gesundheit ist nur noch 98 von 100, ob wir da eventuell mal Sicherungen einkaufen müssen und die hier beim Schiff ersetzen müssen. Das finde ich eine sehr interessante Sache. Das werden wir auf jeden Fall mal im Auge behalten, weil eine Abnutzung gibt es auf jeden Fall hier schon. So, was haben wir hier? Wie gehabt, natürlich das Gewohnte. Hier rechts haben wir natürlich hier wieder unser Navigationsgerät. Hier links haben wir ein Radar, Sonar, wie auch immer. Und ja, hier nur ein bisschen anders von der Optik natürlich, was wir kennen, die ganzen Lichter, Innenbeleuchtung, Außenbeleuchtung etc. pp. Was haben wir hier? Das kann ich nicht bedienen. Ja, das Radio, ne, ganz wichtig. Natürlich auch. Also ich habe hier jetzt auch noch nicht so viel aufgerüstet. Ihr seht an meinen Finanzen, das hat mich eine Menge Kohle gekostet, nämlich 950.000 Kronen. Ich musste auch einen kleinen Kredit aufnehmen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen.
Und ja, da machen wir uns jetzt mal dran. Ich hoffe, ich habe einigermaßen gut geparkt hier, dass wir den ganzen Bums hier jetzt auch verladen kriegen. So, dann schauen wir mal, dass wir hier das Ganze gewuppt bekommen. Das ist mal richtig knapp hier, ne? Junge, Junge. Gerade eben, dass der Arm dahin reicht. Ja, ich warte jetzt immer so ein bisschen, bis ich der Bums ausbalanciert habe. Ihr seht ja, es schaukelt noch richtig schön stark, wenn man hier was verlädt. Oha, weiter komme ich hier nicht raus. Ob ich das so alles verladen kriege? Müssen wir mal gucken. Okay, wir versuchen das jetzt mal mit der Innenwand. Mal sehen, ob das so reicht, weil das Rohr ist ja ein bisschen schmaler, aber wir haben schon wieder ein Rohr dabei, ne? Leute. Ja, bis dann reicht, dass wir es so verladen können. Jetzt machen wir erstmal die Kisten. Hallo? Okay, da ist die Markierung. Oh. Wieder ein bisschen zurück hier. Alles nicht so optimal hier. Wieso kann ich gar nicht abladen? Warte mal. Mal ein bisschen nach rechts und ein bisschen weiter rein. Das geht? Ah, das geht. Okay. Guti. Weiter im Text. Dann nehmen wir erstmal die nächste Kiste hier. Das sieht nach einer Palette mit Holzspan oder Holzblöcken aus irgendwas ist das. So. Ja, so langsam fluppt es ein bisschen besser mit dem Kran, aber ich bin noch weit davon entfernt, da so annähernd wirklich Ahnung von zu haben, was ich hier mache. Jetzt ohne Scheiß, Freunde. So. Kriegen wir den jetzt hier daneben gemogelt? Durch Schwenken eventuell durch das Schiff. Sieht ja gar nicht mal so gut aus, ne? Warte mal. Ne. Leute, ich habe das doofe Gefühl, dass wir für das Rohr nochmal wenden müssen, ne? Ich sehe das schon kommen. Ich hätte es vorher machen sollen, ne? Aber ich wollte es wenigstens mal probieren. Ob wir es vielleicht so gebacken kriegen, aber naja, was sollst du machen, ne? Na komm. Jetzt. Okay. So, wir probieren es jetzt mal, aber ich hege da jetzt leider wenig Hoffnung. Oder vielleicht kriegen wir es quer vor die beiden Kisten. Alter, ich habe gerade wieder so Bausimulator-Vibes. Grüße an den Pet an dieser Stelle wieder. So. Ob wir den jetzt davor eventuell... Oder ich glaube, dafür ist er auch zu kurz wieder, oder? Warte mal. Das gefällt mir alles gar nicht. Warte mal. Nee, das haut nicht hin. Das haut nicht hin, Freunde. Das haut nicht hin. Habe ich mich zu doof hingestellt hier. Das ist eine Sache, die ich mir wirklich angewöhnen muss. Die Kiste richtig abzustellen, ne? Das ist... So, leg mal ab hier. Okay. Ich glaube, Leute, wir fahren jetzt mal eine kleine Ehrenrunde. Ja, welchen Film kommen. Na gut. Was sollst du machen? Wir wenden jetzt einmal und werden uns dann, hoffe ich sehr, umgedreht mal an den Poller stellen, in den Hafen reinstellen. So, erstmal hier Taue lösen, ablegen bitte, abgehen. Ja, bei links, rechts und so ist er nicht so spritzig, muss ich ehrlich sagen. Aber dafür haben wir mehr Ladefläche. Ich hatte ja jetzt gehofft, dass wir 4 oder mehr mittlere Frachtgüter haben würden. Aber, wie sage ich immer so schön auf Kies gefurzt, natürlich nicht. Wir müssen uns jetzt mit 3 zufrieden geben, aber immerhin, das ist irgendwas, 20, knapp 30.000, das ist okay, ne? Aber ja, mehr ist immer mehr, ne? Also mehr besser. Okay. Ja, auch krass hier die beiden Auspuffrohre hinten. Also man merkt schon, er hat mehr Power, wenn ihr mal, guckt mal euch mal bitte die Tankanzeige an.
was der in der Stunde raushaut. Also wir haben jetzt nicht volle Leistung, ne? Wir haben jetzt schon einen Verbrauch von 74,7 Litern pro Stunde. Und wir sind noch nicht mal bei 60% Leistung. Also ihr könnt euch so annähernd vorstellen, was ihr bei voller Leistung wegbratzt, ja? Also wie gesagt, volle Leistung übers Meer, übers Offene, keine gute Idee. Wie gesagt, ich spreche aus Erfahrung, ne? Ist ein Freund von mir passiert. Oder so. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier rankommen am besten. Relativ nahe, ohne unnötig gegenzudötzen. Das ist immer die Sache, ne? Wird ja auch immer schwerer, je größer die Schiffe werden, weil die sind nicht mehr ganz so spritzig und gelenkig wie die Tier 1 Schiffe. Natürlich nicht. Das heißt, eben alles hier zärtlich mit Gefühl. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Soweit möglich. So, jetzt müssten wir eigentlich nah genug sein. Ja, andocken. Bitte. So. Dann machen wir mal kurz den Motor aus. Moment. Hallo. So. Sehr schön. Gut. Dann geht's auf dem anderen Ende wieder raus. Dann das Rohr noch rauf und dann machen wir uns hier auf die Socken. So, ich dachte, wir machen das heute in der Third Person, ne? Dass ihr mal den Kollegen, dass ihr mich auch mal in Action sehen könnt hier, ne? So, einmal ausfahren bitte, Chef. Beziehungsweise wieder einfahren. Das war schon wieder zu viel. So, das müsste mal perfekt hier passen. Warte mal. Ja. Perfekt. So, jetzt dürfen wir gleich wieder wenden, wenn wir rausfahren, aber das ist mir jetzt egal. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so gut aus. Ja. Wie weit ran könnte ich da jetzt? Also hier würde tatsächlich noch so ein bisschen was drauf passen, ne? Ohne Sheet. Okay. Wir können ja mal ganz kurz gucken, ob wir was Kleines eventuell noch mit drauf kriegen könnten. Ist noch irgendwas auf dem Weg hier? Lass mal gucken. Ach, jetzt ist hier wieder der Schmonsens mit dem Zoom. So, wir sind in Bedoya, da sind wir. Wir fahren jetzt hier mal wieder hier hoch. Ja, wenn dann Karoja, aber das ist eigentlich auch ein Umweg. Nee, komm, wir lassen das. Wir lassen das, wie es ist. Wir legen jetzt hier mal ganz knuffig den Kurs fest und dann ist hier Ende Gelände. So. Ich bin gerade überlegen, wäre es nicht besser, wenn wir hier... Nee. Ich kann überlegen, Freunde. Kurs, ich muss mich ein bisschen mehr mit der Map hier anfreunden, dass ich auch ein bisschen besser weiß, was wo ist. Ja. Und nicht so irgendwie so ein Sheet zusammenfährt. Warte mal. So, wir machen hier mal rum. Okay. Gut aus. Ja. Ich glaube, das können wir so lassen, Herr Doktor. Gut. Dann ablegen und Abfahrt, würde ich sagen. Unsere erste gemeinsame Fahrt auf der Jan Fedder 2. So, Türen schließen. Spritzwasser und so, ne? So. Und dann würde ich mal sagen, Freunde, ab dafür. So, jetzt mal erstmal flott wenden hier. Also in der Beschleunigung ist er schon gut dabei hier, ne? Unser Tier 2 Schiff. Also da Vorsicht, ne? Wenn ihr das Ding zum ersten Mal anschmeißt, nicht wundern, ne? Der geht ab wie Schmitz Katze und wie gesagt, ne? Je mehr ihr Gas gebt, desto mehr schluckt das gute Stück, aber auch reichlich. Ich bin mal gespannt, wie das bei den Tier 3 Schiffen ist. Das mag ich mir gar nicht vorstellen. Was die für einen Verbrauch haben, ne? Junge, Junge, Junge. So, wir legen mal schon die Route fest hier. Nachtmodus. Bam. So. Jetzt müssten wir auf den richtigen Kurs kommen. Ich bleibe jetzt mal vorsichtshalber so bei 60-70%, weil ihr seht, selbst da haben wir schon 10 Knoten auf dem Kasten.
Ist ordentlich, finde ich, ne? Ist ordentlich. So, gönnen wir uns, Leute, gönnen wir uns den wunderschönen Anblick auf die Janfedder 2 in Action. Das erste Mal hier auf diesem Kanal, meine Damen und Herren. Kommen Sie, steigen Sie auf. Die große Fahrt für die kleine Familie und umgekehrt. Irgend sowas, egal. Ja, sie schaukelt dann auch schon ähnlich. Aber nicht ganz so dolle wie die kleine Jolle, die wir vorher hatten. Also ich hoffe mal tatsächlich, dass wir vielleicht in Stavoia, oder wie der Bums heißt, nochmal, in Stavoia, doch richtig gesagt, dass wir da eventuell eine große Fracht haben. Das würde mich interessieren, weil wenn ihr euch erinnert, auf dem Tier 1 Schiff, das eigentlich maximal kleine Fracht liefern kann, konnten wir trotzdem ein oder zumindest zwei mittlere Frachtgüter transportieren. Jetzt bin ich ja natürlich neugierig, ob wir mit dem Schiff für mittlere Fracht zumindest ein großes Frachtstück dann transportieren können. Das würde ich schon mal gerne wissen. Deshalb, wie gesagt, wir müssen mal gucken, was uns in Stavoia für einen Auftrag erwartet. Jetzt heißt es erstmal heil ankommen und die Ware da abliefern. Viel Spaß bei der Fahrt. Na, ich habe mich auch ein bisschen komisch geplant. Ne? Geht mir ziemlich nah, fast zu nah an die Küste, ehrlich gesagt. Ich hoffe, das geht glatt. Also Schulden kann ich mir jetzt nicht leisten, ja. Ich bin jetzt hier auf Ratenzahlung unterwegs sozusagen. Auf Pump, ja. Ich muss jetzt sehen, dass wir hier relativ schnell relativ viel Kohle wieder zusammenkriegen. Weil, kurzes Update hier, mittlerweile habe ich die Schiffslizenz 4, also die Skipper-Lizenz, wie wir so schön sagen. Und wir arbeiten schon fleißig hier an Klasse 5. Ne? Wir haben aber erst ein Klasse 2 Schiff, also ihr seht schon, wir müssen da dringend nacharbeiten. Ja, so, wir verlassen jetzt, ich sag mal, den Vorhafen hier von Bordeaux, ja. Und gehen jetzt hier auf Kurs. Also was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, gerade für die längeren Strecken, ne, richtet euch das Radio an Bord ein. Im Hauptmenü könnt ihr, wenn ihr den Link zu dem Stream habt, den dort ablegen und könnt ihn dann bei längeren Fahrten ganz gemütlich dann bei euch im Führerhaus übers Radio hören. Ist eine sehr coole Sache. Ich habe mir erstmal meinen Lieblings-80s-Radiosender da reingepackt. Und gerade auf langen Strecke, das macht richtig Spaß, das nebenbei laufen zu lassen. Da vergeht die Zeit wie im Flug. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch so ein Stream mit Hörbüchern oder irgend sowas. Das wäre eine schöne Sache. Ne? So gerade eine Langstrecke kann man mal ein Hörbuch hören. Ja, mal eine Idee. Ne? Oder man lässt einfach im Hintergrund Spotify laufen. Keine Ahnung. So, 3,5 nautische Meilen haben wir vor uns. Also so Pi mal Daumen, so etwas über 7 Kilometer. Der liebe Markus, alias Dorfklavier, Grüße an dieser Stelle, hat das ja letztes Mal für uns rausgesucht. Eine nautische Meile entsprechen ungefähr 1,88 Kilometern. Also da können wir rund mal 2 rechnen. Also wie gesagt, ne, so etwas über 7 Kilometer liegen vor uns. Das sollte aber trotzdem bei den Knoten, die wir jetzt hier im Schnitt fahren, locker schaffen und relativ kurzfristig. Die See ist auch Gott sei Dank relativ ruhig. Oh, wir haben gerade einen eingetragenen Lebensraum für Fische gefunden. Sehr schön. Nee, ich wollte gerade sagen, wir haben diesmal Glück mit dem Wetter. Ne? Also Wind nur 4 Knoten. Das heißt, das Wasser ist fast glatt hier. Wunderbar. Besser geht's nicht.
Also ich find unsere Janfetter 2 schon sehr sympathisch. Also zumal ich jetzt hier mehr Platz habe, mich zu bewegen. Wie gesagt, ich finde das interessant hier mit dem Sicherungskasten. Ich glaube, wenn wir wieder in Röst sind oder in einer der beiden anderen Hauptstädte, dann werde ich auf jeden Fall mal sicher ist sicher Sicherungen einkaufen und die auf dem Schiff lagern. Weil es sieht so aus, ab Tier 2, dass man tatsächlich darauf achten muss, dass die Sicherungen alle noch funktionieren und gegebenenfalls ersetzen. Das wusste ich vorher noch gar nicht. Habe ich auch nur durch Zufall gesehen, ne? Leute. Aber gut, dass ich es noch gesehen habe. Weil jetzt kann ich es vor jeder Fahrt kontrollieren und gegebenenfalls eben halt austauschen. Ich finde es von der Idee her klasse. Ne? Dass man auch im Schiff Verbrauchsmaterial hat, was man ersetzen muss. Nicht nur Sprit, sondern eben halt, wie gesagt, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel Sicherung. Jetzt haben wir so ruhige See. Ich glaube, wir können mal so ein bisschen... Nur damit ihr es mal seht. Ich will es jetzt nicht herausfordern. Aber ich gebe jetzt mal hier vor der Leistung. Ihr seht auch gleich, wie der Spritverbrauch in die Höhe schießt. Entschuldigung, Frosch im Hals. Auf 85,9 Liter pro Stunde ist nicht empfehlenswert, gerade nicht auf Langstrecke. Und jetzt ne, nicht vergessen, wir sind hier schon bei Treibstoffersparnis auf Stufe 3. Also eine haben wir ja nur noch, ne? Also maximal 50% Treibstoff könnt ihr ja einsparen, aber trotzdem, das Baby schluckt unerhört. Also ihr seht, ne, wir haben dann so ungefähr 12 Knoten Maximalleistung. Ich nehme das jetzt aber mal wieder runter, weil erstens brauchen wir es nicht. Wir haben ruhige See. Und wie gesagt, bei rauer See würde ich es eh nicht empfehlen. Wie gesagt, da kann es dann mal passieren, dass ihr mit der Kiste hier, und ich spreche da aus eigener Erfahrung, Kopf über, also Kiel über im Wasser landet. Und das muss nicht sein. Das gibt nur zerrissene Hosen und Schulden. Muss nicht sein. Jetzt hätte ich fast gesagt, ne, Quadrat. Praktisch gut, ja so fast, ne, wenn man mal so guckt. Ja, so fast ein genaues Rechteck. Aber hier sieht man sehr schön die Aufteilung der Ladefläche, ne. Von oben hier das schwarze Viereck, das ist unsere beladbare Fläche. Also wenn wir jetzt nur Kisten hätten, würde ich jetzt mal schätzen, dass wir pro Seite 3 kriegen. Das würde 9 Kisten entsprechen, wenn es wirklich Kisten sind. Aber ihr seht, es gibt ja nicht nur Kisten, sondern auch andere Teile, wie zum Beispiel diese Rohre. Also, ne, aber wir können generell erstmal davon ausgehen, 9 mittlere Frachtstücke durchschnittlich. 8 bis 9 sagen wir mal, ne, wenn jetzt mal so ein Rohr dazwischen ist. So. Das, ja, nimmt dann doch ein bisschen mehr Platz weg. Wir sehen hier von der Länge her, nimmt das Platz weg für 2 mittlere Frachtstücke. Ist aber dafür schmaler. Also wir könnten jetzt hier zum Beispiel, wenn wir 2 Rohre hätten, entspräche das auch 2 Kisten, wenn man die nebeneinander legt. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Hoffe ich. Aber ihr seht das ja auch. So, wo ist denn jetzt hier das Ziel geblieben? Hallo? So, ich habe... Ja, vielleicht sollte ich auch den Hard wieder anmachen mit der Navigation, dann haut das auch hin. Ne? So, 2,8 nautische Meilen noch knapp. So, wir können mal ganz kurz gucken. Der Auftrag wird uns bringen. Ja, über 27.000, dann 60, also über 70.000 haben wir dann wieder auf dem Konto. Ich hätte eigentlich auf mehr XP gehofft hier, ne? 787 ist jetzt nicht so der Burner. Leute, so ganz nebenbei, ne? Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich die verschiedenen Schiffstypen wirklich auf verschiedene Profile lege. Weil ich habe irgendwie gemerkt, vom Finanziellen her auch, ne? Die Belastung ist viel zu groß, finde ich, wenn du hier alle 3 Schiffsgattungen auf einmal leveln willst und machen und tun willst. Oh, hier wird die See ein bisschen rauer. Ich weiß nicht, ich bin am Überlegen, ob ich die einzelnen Schiffsklassen, also die es bisher gibt, ne? Was also Fracht ist, Serviceschiff und Fischereischiff, ob ich da jeweils ein Profil mache und die dann wirklich da so separat pushe. Weil ich meine, was? Habt ihr das gesehen? Nein, 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 macht keinen Scheiß. Guckt euch das an.
Oh, Alter, das wird ein Short. Das wird ein Short. Salto Morta. Guckt euch das mal an. Guckt euch an, was da abgeht. Das ist genau das, was ich meinte. Starker Seegang ist nicht die Stärke von diesem Schiff. Definitiv nicht. Ich muss jetzt abbremsen, weil sonst, Leute, wir machen hier wieder ein Salto. Das geht nicht. Das ist genau das. Seht ihr? Jetzt geht erst das Heck runter. Ach du Scheiße. Risiko, ich sage nur Risiko. Vielleicht erinnert sich jemand noch an den Spruch. Wer noch die Quiz-Sendung kennt, wo das gesagt wurde, hat sich ein Fleißbienchen verdient. Ah, die Kollegen dürften dann aber auch älter sein, ne? So, ich versuche jetzt mal, ob wir wieder so ein bisschen Speed aufbauen können. Ich muss mal gucken. Ich glaube, wenn die Welle von hinten anrollt, muss ich mit der Leistung runter, weil sonst gibt es auf die Birne. Ja, jetzt wieder. So. Mal sehen, wie geht das? Oh Mann. Jetzt werde ich gerade so ein bisschen kribbelig hier, Freunde. Ja, schon wieder die nächste Welle. Also hier müsst ihr wirklich aufpassen mit dem Schiff. Also wie gesagt, es ist nicht der Bomber für Hochsee. Ich hoffe, das Tier 3 Cargo-Schiff ist da besser. Also ich habe ja für den Fall der Fall meine gute alte Jan Fedder 1 nicht verkauft. Ich glaube, das ist auch ganz gut so. Dann können wir wenigstens kleinere Güter über hohe See fahren. Alter, jetzt geht ja schon wieder los. Scheiße. Nein! Nein! Ey, Leute, guckt euch das an. Guckt euch das an. What the fuck? Was? Wir fahren weiter? Wir fahren weiter. Scheißegal. Wir fahren im Kreis. Ja, okay. Das ist... Nein. Entschuldigung, ich muss es sagen. Wir können es nicht schöner formulieren, Freunde. Wir können es nicht schöner sagen. Ja. Was nun, Herr Kapitän? Wir werden mal das Funkgerät nehmen und uns Hilfe holen. Ja, kostet uns 5.000, aber was soll's denn machen? Bam. Das heißt, wir müssten jetzt wieder... Wo sind wir? Der hat uns nach Röst geschleppt. Also zum nächsten Hafen. Ich dachte, er schleppt uns jetzt zurück. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Ich meine, die Kohle sind wir los, ne? Ist klar. Kannst du machen, was du willst. Aber, damit können wir arbeiten. Damit können wir planen. So. Jetzt lass mich kurz überlegen. Ich soll nach Stavoia gehen. Ach, du ahnst es nicht. So, Stavoia, da ist er. Weil das ist ja eine Strecke, die sind wir eigentlich immer recht unfallfrei gefahren. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hier auch hin. Ich mache mal hier kurz die Planung. Nein, das wollte ich nicht. Geh weg hier aus meinem Leben. So. Zack. Jetzt dachte ich schon, euch bleibt dieser Anblick des Elends erspart, dass das Ding hier die Biege macht. Ah, fies gefurzt, ne? Natürlich. Nimmst du was auf, dann passiert's. Ne? Warte mal, das war kacke. Aber man kann es ja nicht schön reden, ne? Was ist denn jetzt? Wieso kann ich jetzt auf einmal nicht mehr planen? Warte mal. Knoten weg. Knoten weg. Dann machen wir das andersrum. Dann fahren wir hier unten lang. Ist mir auch egal. Kein Ding. Ja, ich glaube, hier bin ich sonst auch lang gefahren. Völlig planlos hier durch die Gegend wieder heute. Egal. So, lass mal gucken. Wie fahren wir? Ich halte mich jetzt mal so dicht wie möglich an der Landseite, beziehungsweise entlang der Küste, dass wir schweren Seegang so weit wie möglich umgehen. Warte mal. Also ganz vermeiden kann ich es nicht, weil wir müssen hier einmal rüber. Das hilft nichts. Ja,
hab Puls, Leute. Ich hab echt Puls. Ach, ein Scheiß. Okay. Einmal abdocken, bitte. So. Ab geht's. Leute, und ich sag vorhin noch, ne? Schön ruhige See im Leben. Ach, ja. War jetzt gerade kurz ein bisschen verwirrt, sorry. Passiert bei Mensch meines Alters öfters. Irgendwie läuft es gerade nicht so, wie ich wollte. Dann schlägt er in die Richtung ein. Ja, mir ist jetzt egal, da macht eine. Dann machen wir eine ganz Regel. Einmal Ballett. Einmal Ballett mit dem Schiffchen hier. Hauptsache, wir kommen in der richtigen Richtung raus. So. Komm, Junge, komm mit dem Hintern rum. Was ist denn hier los? Das kann doch nicht sein. Wieso kriege ich das hier nicht gebacken? Wann kann ich hier nicht mehr lenken? Ja, dann spielen wir über Bande, ist mir jetzt auch egal. Wir müssen los. Wir müssen ja irgendwann mal ankommen. So, dann schalten wir mal wieder unsere Navi ein. Ja, hier finde ich den Knopf ein bisschen kitzelig. Ihr seht schon, ich muss da selber so ein bisschen infummeln. Katastrophe heute. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt hier so ein bisschen ruckelig ist. Keine Ahnung. Fragt mich nicht. Warum wir sonst eigentlich nicht? Ich mache einen leichten Seegang. Also mich macht das jetzt ja nervös, ne? Jedes Mal, wenn die Kiste jetzt wackelt, kriege ich hier Puls. Kann doch nicht sein, wir werden doch das Ding hier heil rüberkriegen nach Stavoia. Das hackt. Notfalls schiebe ich. Also ich glaube, ich hoffe, dass wir hier ein bisschen aufrüsten müssen. Also betreffs Steuerung und ja, Schiffsfestigkeit, sage ich jetzt mal, in Ermangelung besserer Ausdrücke. Ja, dass wir da eventuell mal so ein bisschen bei nächster Gelegenheit ein bisschen, ja, aufleveln müssen. Vielleicht eine bessere Schiffsschraube zum besseren Steuern. Ja, was wir mit der Stabilität hier machen können, das weiß ich allerdings nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir da überhaupt was machen können. Weil da kann ja nicht sein, dass das Ding immer umkippt hier, ne? Das geht gar nicht. Vor allem schade um die schöne Kohle, ne? 5000 für nix. Jetzt haben wir Glück, dass Rust noch so nahe liegt, ja? Viel schlimmer wäre jetzt, wenn der nächste Hafen Stavoia oder Stavoia jetzt wirklich gewesen wäre. Dann wären das mal locker 10.000, 15.000 gewesen oder 20 vielleicht sogar, die weg gewesen wären. Das wäre richtig ganz düster gewesen. Ganz düster. Also ich muss einen Weg finden,
wie ich mit diesem Ding auch, ja, über offene See fahren kann, weil das kann nicht sein. Kleine Welle und das Ding kippt um. Hallo? Das müsste wie ein Brett auf dem Wasser liegen. Gerade wo wir mittlere, also doch relativ schwere Ware an Bord haben, sollte das nicht so einfach gehen. So, 2,2 nautische Meilen noch. Ungefähr 4,5 Kilometer, ungefähr so über den Daumen gepeilt. Also so bin ich schon sehr knorke, das Schiff. Ja, gefällt mir. Like, ja. Aber wie gesagt, Stabilität. Ich hoffe, ich kann das upgraden, dass es ein bisschen stabiler wird. Ansonsten ist es ein bisschen doof. Ja, das wäre natürlich ärgerlich, ne, wenn man hier 950.000 dänische Kronen und nee, norwegische Kronen zum Fenster rausgeballert hat. Ja, Leute, geht gar nicht. Ich war ja tatsächlich am Überlegen, weil, ich habe es letztes Mal, glaube ich, schon mal erzählt, es gibt so wie nix Tutorial-mäßiges, also gut wie nix, auf YouTube. Und was ich gefunden habe, damit konnte ich nicht wirklich was mit anfangen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich da ein Tutorial zum aktuellen Stand mache. Ja, ich weiß nicht. Liegt an euch. Ne? Also wenn ihr da Bock drauf habt, macht der Papa sich gerne die Arbeit, ansonsten lasst es natürlich bleiben. Aber wenn ihr Lust habt, auf ein Tutorial oder eine kleine Tutorial-Serie zu Ships at Sea, zur Bedienung zu den einzelnen Schiffstypen etc. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Ich freue mich immer natürlich generell, wenn ich von euch höre. Ne? Ich antworte dann auch gerne. Ne? Dankeschön dafür im Voraus. Weil dann würde es natürlich auch Sinn machen, wenn wir das machen. Dann würde das eigentlich... Oh, Levelaufstieg, sehr schön, gucken wir gleich. Das würde eigentlich ganz gut zu meiner Überlegung passen, zu jedem Schiffstyp ein Profil zu machen, weil dann können wir eins davon, ja, als Tutorial-Dings nehmen. Kanal, Profil, wie auch immer, bla bla. Ihr wisst, was ich meine. So, wir sehen hier, ist wieder ein Schiff in Not hier. Wo ist denn? Halb rechts muss es sein. Vor uns. Halb rechts. Hallo? Ja, da. Da brennt's richtig. Das wäre jetzt was. Jetzt sind wir aber mit einem falschen Schiff unterwegs. Oha, die Hütte brennt lichterloh. Könnten wir jetzt theoretisch, wenn wir jetzt das richtige Schiff hätten, löschen natürlich. Auf meinem Service-Schiff habe ich ja eine Löschkanone, aber jetzt hat der Kollege leider ein bisschen Pech. Ja. Dem wird es wahrscheinlich leider so gehen wie der Yacht hier bei uns im Hafen in Larnaca vor 3 Wochen. Eine Yacht komplett ausgebrannt. Boah, die Jungs von der Hafenpolizei waren da ganz cool, haben das Ding einfach rausgeschleppt aus dem Hafen, ne, bis es überspringt. Ja, und dann erstmal Marshmallows raus und runterbrennen lassen. Ja, nee, weg, ne, einfach weg das Ding. Da ging es hin, die schöne Yacht. Jetzt sieht nach einem Fischerboot aus. Ja, jetzt muss ich einen kleinen Bogen machen hier. Hilft nix. Zum Glück ist es jetzt nicht so eine lange Strecke nach Stavoia.
Ist da vorne noch ein Schiff in Not? Aber man sieht hier ja selten andere Schiffe, also außer sie brennen oder sie sind liegen geblieben. Seht ihr auch das Weiße da vorne rechts? Ja gut, könnte auch ein Wal sein, ne? Man kann hier auch Whale-Watching machen. Nur mal links raus, Fernglas. Was ist das? Ist das ein Wal? Das wäre das erste Mal, dass wir einen sichten. Also es gibt ja auch hier die Mission Whale Watching. Die könnt ihr unter anderem mit dem Service-Schiff machen. Jetzt haben wir hier den Rahmen davor. Schiede. Das wäre natürlich geil, wenn wir jetzt hier einen Wal hätten. Das sieht mir aber nicht nach einem Wal aus. Wieso treibt hier ein Schiff? Ach, wir haben hier wieder eine neue Mission, sehe ich gerade. Okay, ich dachte schon, das wäre cool gewesen, wenn wir jetzt hier einen Wal gesehen hätten. Aber nein, wir haben noch eine weitere Mission, an der wir jetzt leider vorbeifahren werden, weil wir haben auch keinen Poller, an dem wir ein Abschleppseil festmachen können. Muss warten. Hilft nichts. Kollege kommt irgendwann. Vielleicht. Aber wirklich kurz hintereinander. Ne? So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt nehmen wir uns auch die Zeit ganz kurz. Schauen wir mal in unser Logbuch rein. Wie gesagt, wir sind jetzt hier bei Klasse 4 beim Skipper angelangt mittlerweile. Ich wollte mal hier auf den Fertigkeitsbaum kurz schauen. Und da seht ihr, langsam haben wir so ziemlich fast alles, was man machen kann im Early Access. Ich denke mal, dass mit dem nächsten, mit dem dritten großen Update dann weitere wieder freigeschaltet werden. Aber ihr seht schon, hier Deckhand haben wir komplett voll. Hier die bräunlichen, ne, das sind die, die man bereits jetzt nutzen und ausbauen konnte. Die haben wir komplett. Bei Fischerei gab es nur den Handjigger, Longliner und das Netz. Haben wir, ne, das Einzige, was wir jetzt noch ausbauen können, sind hier die Ingenieurs-, Elektriker- und Reparaturfähigkeiten. Ja, und hier Inventar. Ja gut, Inventar kann man natürlich immer gebrauchen. Und ökologisches Fahren Stufe 4, aber da brauchen wir dann auch schon 4 Punkte, da fehlt uns einer, genauso wie für die Inventarsteckplätze. Hier, ja, also ich würde jetzt eigentlich lieber erstmal in die allgemeinen weiter jetzt sparen, bis wir jetzt hier den Engineer komplett ausbauen und dann sind wir ja eigentlich schon voll. Also mit dem, was bis jetzt freigeschaltet ist. Mehr geht nicht. Na, also das heißt, wir sparen jetzt erstmal auf Inventarsteckplatz 4 und ökologisches Fahren 4, weil da sparen wir, wie gesagt, dann auch schon mal 50% Kraftstoff, gerade bei der Möhre, die wir jetzt fahren. Ich glaube, das werden wir merken. So, ruhige See, nutzen wir das ganz schnell aus, bevor es hier wieder anders wird. Dass wir ein bisschen Strecke gut machen hier. Ich schneide das jetzt extra nicht. Ganz bewusst, falls ihr jetzt fragen solltet oder euch fragt, wieso macht er nicht einfach einen Schnitt, zack und da. Ich will ganz einfach, dass ihr, ne, gerade wenn ihr neu seid oder das Spiel das erste Mal seht, so ein bisschen das Gefühl bekommt, wie man da ein bisschen unterwegs ist. Natürlich auch, wie das Schiff sich hier verhält, da wir es jetzt hier auch gerade zum ersten Mal zusammenfahren. Und ja, ne, also deshalb hier das Ganze unzensiert und ungeschnitten mit allen, ja, Pfannen, Rollen unter Wasser, hatten wir auch schon alles mit dabei. Also ihr habt auf jeden Fall ein Warnzeichen, dass das Schiff, ja, also dieses Schiff von Tier 2 Cargo sich demnächst eventuell drehen könnte, nämlich wenn das Heck unter Wasser ist, ne? Also der hintere Teil. Dann besteht hier scheinbar grundsätzlich die Gefahr, dass das Schiff sich dreht. Ja, also nochmal zeige ich es nicht. Also jedenfalls nicht absichtlich. Ich hoffe, wir kommen jetzt ohne größere Probleme an. Es ist ja jetzt nur noch hier eine knappe nautische Meile. Ein bisschen drüber. Ja, die See sieht gut aus. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Also nochmal Abschleppdienst brauche ich nicht. Ist mir auch zu teuer, ehrlich gesagt. Aber da sind wir beim anderen Thema, wo wir das Schiff jetzt hier fahren. Ich glaube, ich hole mir doch die Versicherung für den Abschleppdienst. Weil da habt ihr dann ja 3, 5 oder mehr Abschleppdienste, je nachdem wie viel ihr investiert. Dann kostenlos bzw. abgedeckt, wie eine Versicherung natürlich. Und auch die Versicherung macht so langsam Sinn.
für Totalverluste. Also ich werde das mal ins Auge fassen. Nachdem der ganze Bums hier abbezahlt ist. Also ich finde auf jeden Fall hier beim Tier 2 Schiff die Aussicht viel, viel schöner. Ich meine, erstmal natürlich klar, wir haben unsere Ware im Blick, ja, unsere Lieferung. Aber auch die breite Fensterfront hier, die macht Spaß, muss man sagen. Ich weiß noch nicht, was wir hiermit anfangen können mit dem Ding. Aber ich werde das noch rausfinden. Ich vorstatte aus hier. Oh, ich sehe da schon wieder diese gefährlichen Wellen. Warte mal kurz. Ja, hier, guck mal. Das waren die Kollegen, die uns hier unter Wasser befördert haben. Moment, wir brauchen mal ganz kurz hier wieder... Oh Gott, mach keinen Scheiß hier auf die letzten Meter. 0,7 nautische Meilen, bitte. Noch eine Drehung brauche ich nicht. Ich ertrage das nicht. Ich kann das nicht mehr. Ich bin zu alt für die Scheiße. Ja, man merkt das schon, ne? Es wird hier so ein bisschen bröseliger, das Wetter. Ach, mach mir doch keinen Sheet hier. Man ist klar, ne? Er ist breiter, hat mehr Angriffsfläche, ne? Ist klar. Ich muss mir da eine Technik überlegen. Wir müssen mit dem doch auch über die offene See fahren können, hallo? Ohne ein Salto Mortale zu machen, natürlich. Also da hätte ich wirklich gedacht, ne, dass die kleine Schüssel, die wir vorher gefahren haben, die Anfedder 1, dass die leichter umgeworfen wird, ne? Weil die mal so klein ist und kein Gewicht hat. Ne, das wäre mir jetzt eingegangen. Aber der Kübel hier, ich habe da jetzt gerade so ein bisschen Verständnisproblem. Ein bisschen. Das da hinten sieht nicht gut aus, aber hier vorne sieht es besser aus. Bitte bleib so, Wetter, bitte bleib so. Nicht umkippen. Eine interessante Frage wäre jetzt natürlich, anders an der Gewichtsverteilung der Beladung liegend, berücksichtigt der das? Das ist eine Frage, mit der ich mich tatsächlich noch nicht beschäftigt habe. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir müssen das mal austesten. So bei einer der nächsten Fahrten werde ich es mal so ein bisschen ausgeglichener vom Gewicht machen. Ob das wirklich einen Einfluss hat auf die Stabilität vom Schiff. Das wäre natürlich phänomenal, ne? Und wäre eine zusätzliche Herausforderung. Weil dann muss man ganz genau aufpassen, was man wo und wie lagert. Nicht, dass man von der ersten größeren Welle dann umgerollt wird. So Leute, im wahrsten Sinne des Wortes, Land in Sicht. So, da hinten ist unser kleiner Hafen. Klein, aber fein. So, jetzt sollte, hoffe ich sehr, nichts mehr passieren. Das wäre es ja jetzt, ne? 200 Meter davor. Klong, einmal umwerfen, bitte.
Aber ich glaube, Neptun ist uns gnädig. So, dann können wir so langsam mal hier den Kollegen ausschalten. Gehen mal wieder auf manuelle Steuerung. Dass wir jetzt gleich auch schön nah dran am Pier sind und natürlich am Kran. Ansonsten müssen wir im schlimmsten Fall, im Worst Case, müssen wir nochmal drehen. Ist dann auch halb so schlimm, aber brauchen wir eben 2 Minuten länger, ist jetzt auch egal. Aber ich glaube, da ist der Kran weiter hinten. Das müsste passen. Also bei dem Schiff müsst ihr mal versuchen, dass der Kran, wenn ihr an den Pier fahrt, weit vor euch ist, dass ihr so nah wie möglich ranfahren könnt, mit der Ladefläche natürlich voran, wie es hier ja bei diesem Schiff ist. Und dann sollte, und das ist aber auch nur die Theorie, ne? Ich fantasiere hier vor mich rum, ja? Müsste das eigentlich klappen. Inwieweit das jetzt in der Realität auch so ist, das werden wir jetzt gleich erfahren, so oder so. So. Schleich mich jetzt hier mal so ganz dezent ran. Also wenn wir jetzt nicht nah genug sind, ne, dann weiß ich es auch nicht. So, andocken. Jawohl, ja. So, ganz wichtig. Ich vergesse es immer gerne, ne? Erst Motor ausschalten. Weil sonst fährst du los, halbe Stunde abladen, Tank leer. Also bei der Kiste, glaube ich, kann dir das gut passieren. So, okay. Let's go, Freunde. Ich glaube, das sollte hier jetzt richtig gut gehen. Schauen wir mal. Na, weiter raus. Beinfingergefühl ist hier gefragt. Ja, zum Glück habe ich damals im Bausimulator geübt, ne? Also das Tier 3 Schiff übrigens hat sogar eigene Kräne an Bord. Junge, Junge, das ist ein richtiger Brocken. Aber bis wir uns das leisten können, Leute, da sind wir noch lange unterwegs. Ich will da niemanden entmutigen, ne? Aber Leute, da brauchen wir richtig Arsch. Ich glaube 64 Millionen, das ist kein... So, gehen Sie wir schon mal los. Gut. Ja. Na, ich muss ein bisschen zurück. Na komm. Komm zu Papi. Sag mal. Ah, da ist der Kreis. Okay. Ja, bei dem ganzen Gesüff, das da drin ist, was ist das, Brennholz? Da sieht man ja gar nicht den Kreis hier. Den Zielkreis. So. Oh, dieses Gewackel, das müssen sie auf jeden Fall patchen, ja? Es stört nicht nur, es sieht auch kacke aus. Ich kann es nicht schöner sagen. Was soll ich sagen? So. Aber immerhin. Pendelt sich irgendwann aus. Und dann können wir sie absetzen. So. Also ich stelle mir das schon ein bisschen kribbelig vor. Also wenn man hier wirklich jetzt 9 mittlere Waren aufladen will, da braucht man sehr, sehr viel Geduld und sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl, aber ich denke wahrscheinlich noch mehr als alles andere Geduld. Ah, das ist Markierung. Okay. Na, komm. Bin ich schon zurück? Und runter. Jawohl. Geht doch. Also wenn man es so 1-2 Mal gemacht hat, man kommt schon rein, auch mit diesen kleinen, ja, Abstrichen, ja. Wie eben halt da gerade angesprochen, mit diesem nervigen Rumgewackel. Aber wenn man es ein bisschen auspendeln lässt, dann geht.
Wunderbar. So, immerhin, wir sind heil angekommen. Wir sind nicht nochmal kaputt gegangen. Ich glaube, ich habe mir jetzt eine Pause verdient. Und ihr auch. Bis zum nächsten Mal jedenfalls. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Daumen hoch, Glocke läuten, abonnieren, ne? Rein damit. Ich sammle die Dinger, ne? Gerne auch kommentieren. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt an einem Tutorial zu Schiffserzieh, gerne, ne? Allerdings natürlich nur, wenn auch die Nachfrage besteht, weil sonst, ja, ne? Schulz. Also, wir müssen mal gucken. Kann sein, dass ich morgen eventuell live gehe. Wenn ich allerdings zu durch bin, wahrscheinlich eher nicht. Dann kann es sein, dass entweder ein Video kommt oder vielleicht auch gar nichts. Ne? Aber es ist, wie es ist. Ne? Ich lebe ja jetzt hier nicht von YouTube, sondern von anderer ehrlicher Arbeit. Ist immer halt, wie es ist. Ne? Real Life geht immer vor. Freunde, falls wir uns nicht sehen sollten, oder so, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuschauen und natürlich hoffe ich doch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.